Hallo und willkommen zur 7. Lektion zum Rhythmusgrundwissen in der Bläserklasse. In dieser Lektion lernst du neue Notenwerten und Pausen. Und zwar die Achtelnote und die Achtelpause. Zuerst wollen wir uns gleich mal das Symbol für die Achtelnote anschauen. Sie schaut fast aus wie die Viertelnote, aber sie bekommt zusätzlich ein sogenanntes Fähnchen dazu. Wie das aussieht, siehst du hier. Der Notenhals kann wieder nach oben oder nach unten gehen. Das kennst du ja schon. Das Fähnchen geht beim Hals oben weg vom Notenkopf und beim Hals nach unten hin zum Notenkopf, wie du das hier auch sehen kannst. Nimm dir doch mal ein Blatt Papier und zeichne mal ein paar Achtelnoten mit Hals nach oben und ein paar mit Hals nach unten. Diese Note, wie auch ihre dazugehörige Pause, dauert einen halben Schlag lang. Hier wird unser Fuß jetzt wieder sehr wichtig. Bisher hatten wir ja nur Notenwerte und Pausen, die wir auf dem Schlag ausgeführt haben, also wenn unser Fuß auf den Boden schlägt. In Lektion 3 hast du ja gelernt, dass du die Aufwärtsbewegung des Fußes in der Sehne, die den Fuß hebt, spüren kannst. Das wird jetzt sehr wichtig, denn bei den Achtelnoten kommt immer eine Note, wenn wir mit dem Fuß auf den Boden schlagen, und eine Note, wenn wir den Fuß vom Boden wegbewegen. Das kannst du hier gut sehen. Es kommt hier also immer bei jeder Zahl und bei jeder und eine Note. Das ist neu und auch nicht so ganz einfach, wie du sicher bei den Übungen, die wir nachher zusammen machen werden, merken wirst. Die Note, die bei der Zahl kommt, nennen wir die Schlagnote, weil sie ja kommt, wenn der Fuß auf den Boden schlägt. Die Note, die kommt, wenn wir den Fuß vom Boden heben, nennen wir die Und-Note, weil wir ja beim Zählen zwischen den Schlägen immer und sagen. 1 und 2 und. Wie du siehst, gehen in jeden Takt 8 Noten, deshalb werden sie Achtelnoten genannt. Das kennen wir ja schon von den anderen Notenwerten. Ganze Note, halbe Note und Viertelnote. Bei den Achtelnoten gibt es einige Besonderheiten, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wenn wir 8 Noten mit Fähnchen im Takt haben, kann das sehr unübersichtlich werden. Wir sehen nicht sofort, ob eine Note eine Schlag- oder eine Und-Note ist, weil ja alle gleich ausschauen. Das wäre aber sehr wichtig, also einen Unterschied zu sehen, da es beim Spielen oder Singen einen Unterschied macht, ob wir eine Schlag- oder eine Und-Note spielen. Deshalb gibt es eine kleine Hilfe. Wir fassen immer 2 Achtelnoten zusammen, indem wir sie mit einem Balken verbinden. Und zwar immer so, dass der Balken bei der Schlagnote beginnt. Hier siehst du, wie das dann ausschaut. Somit haben wir jetzt immer die Schlagnote am Anfang des Balkens und die Und-Note immer am Ende des Balkens. Jetzt können wir sofort sehen, welche Note kommt, wenn unser Fuß auf den Boden schlägt, also die Schlagnote. Und welche Note kommt, wenn unser Fuß vom Boden weggeht, also die Und-Note. Wir haben also jetzt 4-mal eine Zweiergruppe in unserem Takt. Daraus machen wir gleich mal eine Übung. Wir singen einfach für jede Note, die auf dem Schlag steht, ein Da und für jede Note, die auf der Und steht, ein Die. Auf diese Art lernen wir gleich von Anfang an zwischen Schlag- und Und-Noten zu unterscheiden, wenn wir mehrere Achtelnoten hintereinander spielen. Wir machen das Ganze 2-mal und ich zähle beide Male wieder ein. Ich mache mit meiner Hand wieder die Fußbewegung nach. 1 und 2 und 3 und 4 und da, di, da, di, da, di, da, di. 1 und 2 und 3 und 4 und da, di, da, di, da, di, da, di. 1. Halte jetzt den Video an und probiere es selbst ein paar Mal. Gut wäre es wieder, wenn dich jemand dabei beobachtet und dir hilft, Fehler oder Ungenauigkeiten zu erkennen. Das war es leider noch nicht mit den Besonderheiten. Manchmal werden auch 4 Achtelnoten zusammengefasst. Das wird vor allem bei schnelleren Liedern gerne gemacht. Das Ganze schaut dann so aus. Aber
Jede Note dauert immer nur einen halben Schlag, egal ob sie einzeln mit Fähnchen, in Zweiergruppen oder in Vierergruppen aufgeschrieben werden. Das ist anfangs sicher wieder etwas verwirrend. Hier siehst du die verschiedenen Möglichkeiten, Achtelnoten aufzuschreiben, mal auf einen Blick. Jede Note dauert immer einen halben Schlag. Denk dran, das ist wichtig. Auch wenn sie anders ausschauen, dauern sie immer gleich lang. Jetzt lernen wir das Symbol für die Achtelpause. Sie schaut ein bisschen wie ein kleines Y aus. Diese Pause sagt dir, dass du für einen halben Schlag lang nichts machen sollst. Dazu machen wir jetzt gleich mal eine Übung. Wie du sicher merken wirst, ist diese Übung gar nicht so einfach. Du sollst immer, wenn dein Fuß vom Boden weggeht, ein Da singen. Als kleine Hilfe singen wir in den Pausen wieder ein stummes M, also Das kennst du ja aus der letzten Lektion. Bevor wir die Übung mit dem Fuß machen, üben wir zuerst einmal das Ganze nur gleichmäßig hintereinander zu sagen. Also da, 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 da. Hierbei gehen wir beim mit unserem Kopf leicht nach unten, die Schlagnote, und beim Da leicht nach oben, die Unnote. So als würden wir beim Singen nicken. Ich mache dir das Ganze mal vor. Da, 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 da. Halte den Video an und übe das Ganze mal für 1 bis 2 Minuten oder so lange, bis es sich angenehm und leicht anfühlt. Vor allen Dingen soll es sehr gleichförmig und regelmäßig sein. Lass dir wieder helfen. Wie du vielleicht gemerkt hast, verwende ich hier wieder Da statt Die für die Unnote. Da und Die für Schlag- und Unnote verwenden wir beim Üben immer dann, wenn wir mehrere Achtelnoten hintereinander singen. Sonst verwenden wir immer nur Da, um es nicht zu kompliziert zu machen. So, jetzt wollen wir das Singen mit dem Fuß verbinden. Ich mache wieder die Bewegung des Fußes mit meiner Hand. Wir machen das Ganze mal ganz langsam, weil es nicht so einfach ist. 1 und 2 und 3 und 4 und da, 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 da. Du kannst das auch nur in deinem Kopf singen, ohne dass man es draußen hört. Ich mache dir das mal vor. 3 und 4 und da, 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 da. Als nächstes wollen wir eine Achtelübung mit Klatschen machen. Zähle laut 1 und 2 und 3 und 4 und bewege dabei deinen Fuß mit. Klatsche dabei immer bei der Zahl in die Hände. Ich mache dir das mal kurz vor. Meine Kopfbewegung zeigt dir an, wie du deinen Fuß bewegen sollst. Los geht's! 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Halte jetzt wieder den Video an und probiere es ein paar Mal, bis es sich gut anfühlt. Diese Übung sollte nicht zu schwierig sein. Jetzt zählst du wieder das Gleiche, also 1 und 2 und 3 und 4 und bewegst wieder deinen Fuß mit. Aber jetzt klatschst du immer bei der Und in die Hände, also wenn dein Fuß vom Boden weggeht. Ich mache dir das mal vor. Die Bewegung meines Kopfes zeigt dir wieder an, wie dein Fuß sich bewegen soll. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Halte den Video wieder an und probiere es selbst einmal. Wahrscheinlich merkst du, dass es schon etwas schwieriger ist. Und das, obwohl das in die Hände klatschen immer gleich schwer ist.
Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass in deinem Körper durch das Heben des Fußes eine Spannung entsteht und es uns in diesem Zustand schwerer fällt, etwas zu tun, wie wenn wir den Fuß auf den Boden schlagen. Da entspannen sich nämlich alle Muskeln. So, jetzt kommt die nächste Übung. Bevor wir diese Übung jetzt mit Klatschen machen, singen wir sie erstmal mit da und die. Wenn wir das gut können, singen wir nachher dann einfach im Kopf mit und klatschen dann bei jedem da und die einfach in die Hände. Das ist eine gute Taktik, also eine Herangehensweise, wenn du später neue Lieder oder Übungen in der Bläserklasse machen wirst. Wir müssen hier also immer die, da, die singen. Weil wir ja hier wieder mehrere Achtelnoten direkt hintereinander singen, verwenden wir da und die. Wir haben hier einen Zweivierteltakt. Deswegen zähle ich 2 Schläge ein. 1 und 2 und die, da, die, die, da, die. Halte jetzt den Video kurz an und mach das Ganze ein paar Mal, bis es sich gut anfühlt. Jetzt klatschen wir immer da in die Hände, wo wir das da oder das die gesungen haben. Du kannst es ruhig mitsingen. Am besten wäre es aber, wenn du es nur im Kopf mitsingst. Ich mache dir das Ganze wieder kurz vor. Ich bewege jetzt wieder den Kopf so, wie du deinen Fuß bewegen sollst, weil ich ja in die Hände klatschen muss. Los geht's. Zuerst mache ich es mit laut mitsingen. 1 und 2 und die, da, die, da, die. Und jetzt mache ich es nochmal ohne das Mitsingen. 1 und 2 und. Halte den Video wieder an und übe es, bis du es gut kannst. Lass dir wieder dabei helfen. Jetzt kombinieren wir die 2 Übungen miteinander. Kombinieren heißt verbinden. Das Ganze schaut dann so aus. Bevor wir die Übung genau so machen, wie sie da steht, singen wir sie wieder erst einmal ohne Fuß. Wir machen wieder die Kopfbewegung statt des Fußes dazu. Außerdem singen wir bei den Achtelnoten, die unmittelbar hintereinander kommen, die bei einer Und-Note und da bei einer Schlagnote. Du siehst, jetzt wird es immer komplizierter. Ich mache es dir zweimal ganz langsam vor. Wichtig ist, dass du gleichmäßig singst, also nicht schneller oder langsamer wirst, sondern versuchst immer gleichmäßig zu bleiben. 3 und 4 und da, da, die, da, die, da, da, die, da, die. Halte jetzt den Video an und probiere es selbst ein paar Mal. Mach es ganz langsam. Je besser du es langsam kannst, desto einfacher wird es, das dann schneller zu machen. Diese Übung ist wirklich sehr anspruchsvoll. Übe das für 1 oder 2 Wochen immer wieder und lass dir dabei von jemandem helfen. Ich habe den Video in Kapitel unterteilt. Du kannst also immer ganz leicht zu den Übungen springen. Jetzt machen wir die gleiche Übung nochmal, aber diesmal mit Fuß. Ich mache es dir wieder 2-mal vor. Meine Hand entspricht dabei deiner Fußbewegung. Los geht's. 3 und 4 und da, da, die, da, die, da, da, die, da, die. Halte den Video wieder an und probiere es selbst aus. So, jetzt kommt das Finale. Wir machen genau das, was da steht. Ich mache es dir wieder 2-mal vor und diesmal entspricht wieder meine Kopfbewegung der Bewegung deines Fußes, weil ich ja klatschen muss. Los geht's. 3 und 4 und da, 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 da. Wie du merkst, sind diese Übungen schon viel anspruchsvoller als alle Übungen, die wir bisher gemacht haben. Das zu lernen braucht viel Zeit, weil es für deinen Körper gar nicht so einfach ist, die ganzen Bewegungsabläufe zusammenzubringen. Leider reicht es beim Musikmachen nicht aus, etwas nur zu verstehen.
Man muss es auch üben, damit der Körper auch die richtigen Bewegungsabläufe machen kann. Denke immer wieder ans Radfahren. Nur weil du wusstest, wie es geht, konntest du es auch nicht sofort. Oder denke an einen Salto oder einen Flickflack. Auch wenn du siehst und weißt, wie es gehen könnte, theoretisch ist es ganz schön schwer, das zu machen. Das braucht sehr viel Übung. Genauso ist es in der Musik. Schaue dir dieses Video also öfter an, bevor du zur nächsten Lektion gehst. Denn diese wird noch schwieriger werden und baut auf dem Wissen und der Umsetzung dieser Lektion auf. Wenn du Probleme mit den Achtelnoten hast, frage mich oder deine Instrumentallehrkraft im Unterricht. Wir helfen dir gerne. Lass dir bei den Übungen auch immer helfen, dass dich jemand beobachtet und dich darauf hinweist, was du vielleicht noch nicht so gut machst. Wenn du alle Übungen dieser Lektion gut beherrschst, ist es an der Zeit, zur nächsten Lektion zu gehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.